Warum ist das immer so schlimm? Hi, mein Name ist Maribella und ihr seid jetzt auf meinem Wig-Tutorial, so wie das da unten im Titel natürlich steht. Ne? Ich wollte nur kurz vorweg nochmal eine Info bringen, und zwar die Wig-Perücke, die ich in diesem Tutorial benutzt habe, also für Aloy benutzt habe von Postwigs, die gibt es leider momentan online nicht mehr. Ich habe extra den Vertreiber angeschrieben, also Postwigs angeschrieben, und sie sagt, sie würde sie erst wieder reinbringen, sobald ein zweiter Teil von Horizon raus ist. Oder wenn sich 5 Leute finden, die diese Wig pre-ordern würden. Deswegen würde ich euch bitten, mir über Instagram zu schreiben, also über meinen Instagram-Account. Ich verlinke euch das gerne hier unten, aber ihr findet mich unter maribella_design. Das Schöne ist, sie hat mich auch mehrere Sachen gefragt, ob die Wig nochmal geändert werden soll. Und ich habe ihr erzählt, dass ich sie ein bisschen dunkler getönt hat. Das würde sozusagen, ihr würdet euch den ersten Teil vom Tutorial sparen. Und zwar das Schwierigste, das Färben der Wig. Und sie will sie auch noch ein bisschen dichter machen, da müsst ihr auch keinen Dressen einnähen. Und sie fragt auch noch, ob wir das in verschiedenen Lockenstrukturen haben wollen, weil ich gesagt habe, dass es mir an sich zu lockig war. Ich würde es euch jetzt hier so einblenden, welche verschiedenen Lockenstrukturen gefragt sind, angeboten sind, die sie machen könnte. Also sie würde diese Wig, wenn ihr euch dafür interessiert, diese Wig, die ich benutzt habe, zu haben, sie genau so machen, wie ihr wollt. Ihr müsstet sie dann nur noch flechten eigentlich. Wie gesagt, schreibt mir einfach über Postwigs. Ich glaube, ich habe schon eine, die auf jeden Fall dabei wäre. Und ich glaube, ich würde auch eigentlich nochmal eine neue bestellen. Dann würde ich die Perücke, die ich jetzt habe, verlosen. Wenn ihr daran Interesse habt, wie gesagt, dann schreibt mir einfach. Sonst wünsche ich euch mal viel Spaß mit dem Tutorial. Wie gesagt, erstmal werden wir die Perücke färben. Ich zeige euch genau, wie das geht. Dressen werden eingearbeitet und am Ende wird die Wig geflochten, gestylt. Und ja, wenn ihr nochmal irgendwelche Fragen habt, ihr könnt mich immer kontaktieren über Maribella Design Instagram. Unten in der Infobox tue ich euch nochmal alles verlinken und auch nochmal alles aufschreiben. Und die Liste, was ihr braucht, wird da auch stehen. So, bleibt dran. Um die Farblösung herzustellen, habe ich Copics benutzt. Und zwar habe ich hier nur die Y38 benutzt mit Isopropylalkohol und habe es in eine Sprühflasche gegeben. Und habe einfach nur die Spitze vom Copic abgemacht und habe sie in diese Lösung einwirken lassen, bis es draußen war. Und dann habe ich begonnen am nächsten Tag, also ich habe es über Nacht einwirken lassen in die Sprühflasche. Das ist immer super, wenn ihr eine Sprühflasche habt zum Sprühen, weil das einfach einfacher ist zum Auftragen, dachte ich mir auf jeden Fall. Also trage ich hier das auf der Perücke auf und benutze dann den E35, den dunkleren Copic, um die Übergänge von der Perücke weicher zu machen. Danach wird es direkt geföhnt, damit die Farblösung trocknet, und dann könnt ihr das gleich nochmal färben. Ihr könnt mehrere Vorgänge machen, bis ihr zufrieden seid mit der Intensität. Wichtig ist, dass ihr danach die Perücke nochmal ausspült und dann, dass die Farbe sich nochmal bleicher, also wird nochmal heller. Deswegen macht es lieber viel intensiver, als ihr es am Ende haben möchtet. Im schlimmsten Fall müsst ihr das nochmal färben, wenn ihr das gewaschen habt und bis die Perücke getrocknet ist. Deswegen habe ich es hier bestimmt 3 bis 4 Mal gefärbt, bevor ich sie ausgespült habe. Deswegen, ich habe es euch hier sehr vereinfacht. Aber generell trägt ihr immer die Farbe auf mit der Sprühflasche.
verblendet es mit dem Copic und dann föhnt ihr das. Das sind sozusagen die 3 Schritte, die ihr immer wieder machen müsst. Genau. Ich habe hier auch schön meinen Workspace gesichert, weil ich es irgendwie nicht auf der Puppe machen wollte. Genau, als nächstes habe ich dann die Extensions gefärbt. Ich habe da einfach eine alte Perücke, 2, ich glaube 4 Strähnen, also 4 Tressen rausgelöst, die blond war, und habe dann wieder die Sprühlösung benutzt, die ich vorher angemischt habe. Habe es auf den Haaren 2 bis 3 Mal verteilt, wieder angeföhnt, bis ich damit zufrieden war. Danach habe ich dann wieder mit dem dunkleren Copic diesen Verlauf reingemacht. Und zwar habe ich beim Ansatz angefangen und dann, je nachdem, also wie weiter ich runtergekommen bin zur Spitze, umso leichter habe ich die Farbe aufgetragen. Also ihr müsst da so ein bisschen wie so fegen mit der Handfläche. Das kann man als Friseur sehr gut. Genau, also oben tragt ihr es einfach intensiver auf und umso weiter ihr weiter runterkommt, umso leichter macht ihr die Handbewegung. Ups. Danach habe ich die Perücke ausgewaschen. Das habe ich jetzt hier natürlich nicht, weil ich es einfach nicht auf die Kamera bekommen habe. Die spült einfach so lange den Weg aus, bis kein Wasser mehr rauskommt. Und das halt auch mit dem Extensions. Hier habe ich dann nochmal verglichen, wie das aussieht. Ihr habt nochmal ein Vorher-Nachher-Foto. Am meisten sieht ihr halt in den Spitzen, wie sich der Farbton verändert hat. Und dann nochmal ein Bild, wo ich die Extensions reingefügt habe. Ich habe davon leider kein Video gemacht, ich habe einfach die Extensions reingenäht. Genau, dann geht es ans Styling. Ich habe vorher erstmal so Babyhaare rausgeschnitten. Das heißt, aus der Kontur einfach ganz fein Haar rausgenommen und dann mit einer Nagelschere gekürzt. Ich finde, es immer sieht ein bisschen natürlicher aus und man kann dann einfach ein bisschen beim Lace Front ankleben, das ein bisschen besser verteilt. Das sieht natürlich aus. So, fertig. Dann habe ich mir von oben ein Dreieck abgeteilt für ihre, ich weiß nicht, wie man das nennen soll. Das ist auf jeden Fall der Oberkopf. Dann habe ich mir das erstmal zur Seite gelegt und habe Haarklammern genommen. Und zwar sage ich dazu, es sind Ankerpunkte. Man steckt erstmal die Haarklammern so auf, dass ihr am Ende obendrauf den Bobbel machen könnt. Ihr seht dann gleich nochmal wieso. Also am besten setzt ihr sie überkreuzt. Ich zeige es hier auch nochmal. Die werden so überkreuzt, dass die ineinander haken. Und zwar wird jetzt der Bobbel, sorry, ich habe kein anderes Wort dafür. Da oben wird so ein Bobbel drauf gemacht. Am besten guckt ihr immer mal wieder auf die Bilder, zieht und schiebt das so, wie ihr das am besten haltet. Ich habe das auch 2 bis 3 Mal angesetzt, bevor das so aussah. Jetzt ganz wichtig, wir nehmen die Haarklammern und die Haarklammern werden jetzt in diesen Ankerpunkt reingesetzt, den wir unten drunter geformt haben. Dadurch wird es einfach stabiler und es muss, gerade wenn ihr das immer wieder abzieht und es lagert, dann fällt euch die Frisur nicht auseinander. Ja, also ihr seht, dass ich hier mehr reingeschoben habe, bis ich das Gefühl hatte, dass das schön fest ist, und immer wieder kontrollieren, dass es wirklich in diesen Ankerpunkt reinkommt. Dann habe ich angefangen, diesen hinteren Bobbel, Dutt, was auch immer, zu formen. Man sieht irgendwie, das ist hinten anders. Das ist irgendwie wie so ein Zopf, aber man sieht kein Haargummi. Also es ist eigentlich irgendwie einfach noch unten wie so ein Kringel geformt. Und da versuche ich auch immer wieder in diesen Ankerpunkt reinzukommen, den ich vorher gemacht habe. Im Nachhinein denke ich, oben hätte ich eigentlich 3 Bobbles machen können. Das ist auf jedem Bild irgendwie anders. Jetzt teile ich oben die erste Partie ab. Leider habe ich das hier ganz blöd gefilmt. Ich hoffe, dass es für euch trotzdem verständlich ist. Ich habe oben so ein Dreieck abgeteilt und habe einen französischen Zopf geflochten. Nein, ich habe einen französischen Zopf geflochten. Dafür könnt ihr euch auch Tutorials angucken. Das ist jetzt leider kein Flechtvideo. Das hätte jetzt die Maße gesprengt. Wenn ich es nochmal mache, werde ich euch das nochmal filmen.
Also es geht bis zu diesem Bobbel sozusagen, wird angeflochten und dann ist es einfach ein loser Zopf, der hinten hängt. Ihr könnt auch immer wieder zwischendrin mal ein bisschen so dran zupfen, dass das nicht zu sauber ist. Man sieht hier irgendwie, keine Ahnung, dass Aloy da mehrere Mal drauf geschlafen hat auf dieser Frisur oder ich weiß nicht, was sie sich dabei gedacht haben. Ja, ich habe leider das nicht nach unten gefilmt, das ist wirklich sehr schwer, das zu filmen auf dem Schreibtisch. Danach habe ich den Zopf aufgezogen, wie gesagt, um ihn einfach so ein bisschen aufzulockern, dass es nicht aussieht wie so ein Allmädel, das sich so wunderschöne Zöpfe geflochten hat. Und dann befestige ich die Zöpfe nochmal mit Haarklammern. Ja, da war ich nicht zufrieden. Am besten guckt ihr, dass ihr irgendwie in die Tressen reingreift damit. So, jetzt habe ich den Bobbel an der Seite. Und mache wieder meine Ankerpunkte, wo das am Ende sozusagen aufsitzt. Und teile mir das unten ab. Und dann wird das ineinander verdreht. Da könnt ihr gerne auch mal ein bisschen mehrere Anläufe setzen, bis ihr dann ein gutes Gefühl dafür habt. Und dann tue ich wieder die Klammern in diesen Ankerpunkt reinsetzen. Wie gesagt, bis ihr so ein gutes Gefühl habt, dass das safe ist und nicht mehr rutscht. Besonders wenn ihr nochmal halt das in eine Tüte reinmachen müsst, um zum Lagern, ist das halt dann doch ein bisschen besser, dass ihr nicht jedes Mal die Frisur neu machen müsst. So, jetzt habe ich den letzten Zopf, glaube ich, hier, genau. Also der Zopf überm Ohr, das ist auch wieder, ich glaube, es ist jetzt ein holländischer Zopf, genau. Also der wird nach innen geflochten, dass es aussieht, als würde es so aufsetzen. Hier sollen das ja eher so Cornbraids sein. Denkt dran, es ist wirklich direkt über dem Ohr. Macht nicht so viel Zug drauf, nicht, dass die Lacefront sich vorne verzieht. Ja, dafür haben wir halt auch vorne nochmal die Haare draußen gelassen, um den Übergang ein bisschen zu kaschieren für den Fall, dass da eure Haare rausgucken sollten. Und ich habe das sozusagen bis so kurz hinterm Ohr geflochten und dann wieder locker nach unten geflochten. Und dann zieht ihr die Zöpfe auch wieder ein bisschen auf, dass die nicht so ganz akkurat liegen. Ich denke, dass ich das gleich tue. Wenn ich es nicht tue, dann tut es bitte trotzdem. Ich habe euch nur die eine Seite gefilmt, weil die andere Seite bei ihr genauso aussieht. Also wiederholt ihr das gleiche auf der anderen Seite nochmal. Ich habe euch jetzt nochmal, genau, unten sind mal so kleine Zöpfe bei ihr. Da ist es auch auf jedem Bild irgendwie anders, wie viele Zöpfe sie unten hat. Ich habe dann einfach geguckt nach Haarmaße. Nicht, dass sie jetzt so viel Haarmaße verliert. Ich habe hier jetzt nur 2 kleine Zöpfe geflochten. Das sind so, ja, wie so Rasterzöpfe sozusagen. Nein, das Problem ist, dass ihr zu schnell zu viel Haarmasse verliert und sie hat einfach extrem viele Haare und das macht Aloy vom Charakter halt auch aus, dass sie sehr, sehr dicke Haare hat. Diese Perücke hat schon 200% Haare und ich habe es trotzdem nicht gereicht. Da habe ich euch nochmal gefilmt, wie das am Ende ausgesehen hat, weil ich irgendwie keine Bilder davon hatte. Notiz, ich habe die Lacefront nicht angeklebt. Ja. Und ich bin nicht geschminkt. Aber ja, gut. Das ist das Ende von meinem Video-Tutorial. Wenn ihr noch weiter gucken wollt, es werden noch mehrere Teile kommen von meinem Aloy-Tutorial. Das heißt, ihr kriegt alles, was ihr möchtet. Oh Gott. Ich verlinke euch hier unten die anderen Teile, sonst könnt ihr einfach auf meinen Kanal gehen und dann seht ihr auch die anderen Videos oder die Videos, die noch kommen werden. Dann tut mir einfach folgen, dann kriegt ihr einfach eine Benachrichtigung, sonst könnt ihr mir einfach auch auf Instagram folgen unter marybella_design. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und ich wünsche euch viel Spaß mit meinen Tutorials. Tschüss!